Okay, das Szenario sieht cool aus und braucht... Oh mein Gott, diese Luxusprobleme. So Freunde, willkommen zu diesem etwas anderen Video heute. Heute reagieren wir mal auf ein Video von einem Review eines Astro-Roboters. Ein bekannter Technik-YouTuber ist da irgendwie rangekommen und durfte das Ding mal testen. Und da wir das jetzt nicht kaufen können und keine Chance haben, da ranzukommen, würde ich sagen, schauen wir uns mal ein Review von diesem Gerät an und können da mal schauen, wie das so ist. Heute mal ein bisschen was anderes. Wir starten mal. This is Astro, Amazon's exclusive invite-only robot that can help you around your house, from patrolling your halls at night to even delivering your drinks. Now, we've had Astro in the studio for just over a month, and we've been pushing it to its limits, sometimes beyond its limits, in a quest to figure out if Amazon's $1,600 robots can possibly be worth the money. Now, $600 sagt er im Video, aber soweit ich weiß, sollte das eigentlich 1300 oder $1,500 kosten. Amazon has packed this thing with sensors and cameras. It's had no issues navigating our typical studio environment, which consists of tripods. Also ich muss sowieso sagen, vom Aussehen finde ich das Ding schon ziemlich nice. Es sieht irgendwie so freundlich aus, wie so ein freundlicher Roboter. Kann sich anscheinend, wie man jetzt sieht, gut bewegen, hat so eine Kamera oben drauf. Einfach so Alexa auf Rädern, aber irgendwie ganz sympathisch. Everywhere, to the point where we decided we needed to give Astro a real challenge, making an obstacle course designed to make Astro's life difficult. We started off by surrounding it. Okay, hier haben die ein Hindernis gebaut, um mal zu schauen, wie sich das Ding bewegt, wenn Hindernisse im Weg sind. Da bin ich mal gespannt, weil wir haben ja den Test zu Roboterstaubsaugern, die man so kennt. In a box of cones with only a narrow exit. This was enough to trip up one of our robot vacuums, but as soon as Astro figured out where it was, it found the exit and moved on to the next stage, easily going around the cones that we set in his path, and then finding the most tricky part of the course, which Okay, das ist krass. requires entering a narrow pathway and then making a sharp turn. While Astro did take a second to figure this part out, it seemed to use that time to scan ahead, where it was able to make the decision right out the gates and go straight towards the exit on the left, where, probably after wondering why there's cones everywhere, it made a beeline towards the finish line at full speed with full confidence. Okay, also anscheinend hat das wohl ziemlich gute Orientierung und der Algorithmus für das Erkennen der Fahrwege scheint wohl seinen Job echt gut zu machen. Wir haben ja gerade gesehen beim Roboterstaubsauger, der ist ja direkt gegen so ein Hütchen gefahren und der Astro scheint das wohl ziemlich gut zu machen. Nicht schlecht. Now, technically, one of our other LiDAR-equipped robots was able to complete the course as well, but the problem with it was... Hier sehen wir zum Beispiel, der stößt ja direkt an so ein Hütchen ran und der Astro kriegt das halt ohne dieses Anstoßen hin, was in einem Haus oder in einer Wohnung halt deutlich besser ist, wenn man nicht immer darauf achten muss, dass alles Roboter-Staubsauger-freundlich eingerichtet ist. It kept on cheating, pushing through the cones instead of going around them, which I think is a testament to how intelligent Astro really is. Now, while Astro hadn't seen that obstacle Ich finde das irgendwie nice, dass sie immer so Gesichtsmimiken aufs Display packen. course in the studio beforehand, it was familiar with our studio in general. So we wanted to up the ante and see how far we could push things. So Astro will follow you to the ends of the earth, even into uncharted territory, and this is really where Astro impressed me the most, because it had never seen the light of day up until this point, but it was still able to follow me down this accessibility ramp and then make a sharp left turn without any issues. It followed me in the street, it knew anytime I was about to fall off a curb it had never seen before, and it even crossed this super bumpy road, which I'm sure Amazon's engineers never designed it for. Krass. Also hier können wir sehen, dass dieses Folgen-Feature wohl richtig gut funktioniert. Egal, was für eine Unterlage der Astro hat. Und in diesem Szenario war das auch so, dass er zum Beispiel noch nie draußen war. Das heißt, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung bei Tageslicht, dass die Kamera dann so gut funktioniert. Scheint auf jeden Fall sehr, sehr gut zu funktionieren, dass er dir folgt. It really felt like I was just walking my robot pet. Bringing us to our first major use case, one that Amazon doesn't really mention in their marketing materials, in that Astro is kind of like a robot pet, with its small footprints, its animated face and expressions, and all the little noises it makes. It's undeniably cute, and it acts a lot like a dog. It greets us in the morning. Das meine ich, die haben halt versucht, den Astro so süß wie möglich zu machen und dass er wie so ein Haustier gesehen wird. Und anscheinend macht er auch Geräusche wie ein Hund, wenn du das möchtest. Das ist eine nette Spielerei. When we get to work by recognizing our faces, it has its favorite spots in the studio that Alexa
eure Gesichter erkennt er, hat er gerade gesagt. Also der erkennt eure Gesichter und weiß, wer ihr seid. Hang out in. Like in the mornings I come in and I just find it hanging around in my office. And it even has little tricks, from acting like different animals to pretending to be a little vacuum. You just can't help but to like it. Okay, der hat wohl einige Späße drauf. Eigentlich ganz lustig, dass er hier tut, als wäre er ein Roboterstaubsauger, was er nicht ist. Oder dass man den irgendwann einfach irgendwo abhängen sieht, weil der so sein Ding macht in der Wohnung. Auch lustig eigentlich. And you know, while this alone may not be worth $1,600, I can see people who aren't able to have dogs or cats in their apartments, or parents who just want to give their kids a pet without the added responsibility, finding some value in this. But it's Okay, er sagt also, dass er das Szenario sieht, dass Eltern beispielsweise ihren Kindern dieses Gerät kaufen, weil sie eine Art Haustier haben wollen, aber ohne die Verantwortung, ein Haustier zu haben. Kann man natürlich machen. Ist jetzt auch nicht gerade wenig für $600, aber das wäre schon ein Szenario, was denkbar ist, finde ich. the second use case that probably will move the needle for most Live View. Das ist ein Feature, das ich cool finde. Live View. people in Astro's ability to be your home monitor. It has multiple cameras, one that's just above the screen and one that's a periscope Okay, hier haben wir also eine Kamera auf dem Display und diese Kamera, die herausfahren kann. Das feiere ich auf jeden Fall. that can rise 42 inches up from the floor, allowing Astro to help you check in on your house when you're away. Obviously, this is useful for home security. It can even do automated patrols with a Ring Pro subscription, but Okay, wenn ihr so ein Ring Pro Abo habt, dann kann er sozusagen euren Sicherheitsdienst spielen zu Hause. Der fährt dann rum und schaut, was da so passiert, hat eine Leuchte, wie ihr eben gesehen habt, und ist dann sozusagen halt eine fahrende Alarmanlage. Dafür braucht ihr aber dann auch dieses Abo. Okay, jetzt kommt, glaube ich, das unnötigste Feature, was ich so finde, was der Roboter hat. Und zwar diese komische Ablagefläche. Also in dem Trailer hat man ja gesehen, dass jemand damit eine Flasche Wasser zu seinem Partner hinfahren lassen hat. Na, weiß ich nicht. has to do with this little cargo bin it has on the back, which can not only hold things as long as it follows you around, but because Astro can recognize faces, like I was saying earlier, it can also deliver things to other people on the same floor. Now, Amazon didn't give us an Ja, ihr könnt jetzt beispielsweise eine Sache zu jemandem hinfahren lassen, weil der Astro ja die Gesichter kennt. Also ihr könnt jetzt sagen, bring meiner Freundin diese Flasche Wasser. Und er weiß, wer eure Freundin ist und bringt sie dann dahin. Weiß ich nicht. Komplett unnötiges Feature. official weight limit for this cargo bin, but when we tested it with 5 pounds, it was still able to handle it. In terms of accessories for the cargo bin, it ranges. Okay, also es gibt bestimmte Spielereien, die man kaufen kann für diese Ablagefläche. Beispielsweise auf dem linken Bild sehen wir dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, das ist auch von Ring. So ein Futterwerfgerät. Das könnt ihr dann auf dem Astro ranmachen. Und während er fährt, wirft er dann sozusagen Tierfutter aus diesem Gerät, was halt als Spielerei für eure Tiere gilt oder dienen soll. Ja. From a dog treat Teures Spiel. dispenser to Tupperware, and Amazon also includes one with Astro in this cup holder attachment, which is probably only designed for bottles with caps given the slim slots on here, but we just had to test it. We filled up an open cup of iced cold Gatorade, and you know, despite making some really sharp and aggressive turns, Astro still managed to avoid spilling a single drop. Okay, der fährt auf jeden Fall smooth, das muss man ihm lassen. Sure, it was on our smooth concrete floors, but still, it is completely ridiculous. But you can technically use Astro as a power bank on wheels. Okay, eine Powerbank, eine fahrende Powerbank. Hier sehen wir den USB-C-Anschluss, glaube ich, USB-C. Because behind the cargo bin is a USB-C port. And while it's not the most powerful, the highest reading we got was 7.5 watts, it was still enough to charge the iPhone 14 Plus from 1% to 12% in 10 minutes. Although Astro did end up losing 10% of its own battery while doing so. Okay, der hat jetzt hier sein iPhone geladen. Okay. But the good news is Astro can charge itself whenever it needs to. That's something that no other power bank can do, and it actually charges pretty quickly, with 10 minutes giving Astro over 30% battery. Now, Okay, der lädt auf jeden Fall schnell. In 10 Minuten über 30%, ist schon gut. on its own, this would probably make Astro the most expensive power bank on the planet, but if you've ever had a game controller give you a low battery warning while you're in the middle of an intense game, Okay, das Szenario sieht cool aus.
finde ich. Also jetzt ist er gerade am Zocken und braucht, oh mein Gott, diese Luxusprobleme. Jetzt ist er gerade am Zocken und braucht unbedingt Akku. Und dann ruft er seinen Astro, an den er das Ladekabel befestigt, um seinen Controller zu laden. Das ist eine der krassesten Luxusprobleme, die ich je gesehen habe. Aber in diesem Szenario, in diesem spezifischen Szenario, würde sich jeder darüber freuen. You can see how calling Astro over to help would be nice. It's got this 2.1 speaker system, so you can have Astro follow you around while playing music that actually sounds pretty good. The speaker Okay, das heißt, ihr könnt Musik spielen lassen, mit guten Lautsprechern angeblich. Und wenn ihr dann noch sagt, dass ihr euch folgen sollt, habt ihr ja die ganze Zeit Musik um euch rum. Ja, ist bestimmt nett. gets really loud. It's actually louder than the second gen HomePod. Although to be clear, I still prefer the quality of the HomePod's audio, but at least compared to something like the HomePod Mini, it's not only louder, but it also has significantly more bass. Hier besserer Sound als ein HomePod Mini. Ich glaube, also HomePod Minis haben jetzt keinen schlechten Sound und auch mehr Bass. Ja, ich finde, für $600 hätten die vielleicht doch ein bisschen besseren Lautsprecher verbauen können, aber gut. Also ein HomePod Mini hat jetzt auch keinen schlechten Sound. Again, on its own, probably not worth the money, but there is something special about having your Bluetooth speaker essentially follow you around and then go and charge anytime it runs low on battery. And combined with all of the other use cases that Astro brings to the table, I think there is. Hier haben wir gerade gesehen, going to office. Das heißt, du kannst ihm auch bestimmte Räume zuteilen und er weiß dann, wo der Raum ist. And combined with all of the other use cases that Astro brings to the table, I think there is at least some argument to why it could be worth the money. But we haven't really talked about any of the downsides, and there are downsides. For Okay, jetzt kommen die negativen Punkte. one, Astro can't go up or downstairs, Er kann keine Treppen hochfahren und runterfahren. Ja, klar. if you don't live in a one-story house. Can't keep up. Ach krass, der sagt dir sogar, dass er nicht mit hoch kann, wenn du selber hochgehst. Basically makes it half as appealing. And two, the software with Astro can be kind of buggy. Sometimes the app crashes. Sometimes you just need to restart Astro to get it back to normal. Probleme mit der Software von Astro, dass er manchmal ein bisschen rumspinnt. And then there have been Das finde ich tatsächlich etwas typisch für Amazon, dass sie Produkte ankündigen oder teasern, die jetzt noch nicht so komplett fertig sind, was man zum Beispiel von Apple eigentlich eher gar nicht kennt. Okay, mit der Apple Vision Pro schon, aber an sich, wenn die was rausbringen, wisst ihr selber, das ist meistens relativ stimmig. multiple instances where Astro has gotten stuck on something overnight and had its battery run out. Ey, komm, also diese Gesichtsausdrücke sind so schon sympathisch, kann man nichts sagen. Astro has gotten stuck on something overnight and had its battery run out. So there's definitely a lot of room for improvement with Astro. It's nowhere near perfect. Viel Platz für Verbesserung, sagt er. And you know, even if it was perfect, I don't think with the limited set of use cases that for most people, the price will be justified. But at the same time, I really like where Astro is going. It's the first helper home robot that I've ever used, and somehow, even though Astro's personality is pretty limited, it has grown on me to the point where I really don't want to send it back. But what do you guys think? Do you think Astro? Okay, also das war jetzt das erste Review, was ich jemals gesehen habe vom Astro. Und also von dem, was ich jetzt sehe, würde ich sagen, eigentlich ist es genau das, was ich vermutet habe. Es ist einfach eine nette Spielerei, die sympathisch wirkt und die, also man hätte sie schon gern zu Hause irgendwie, aber nicht für, wie ich vorher dachte oder wie ich vorher gelesen habe, 1200 Euro und für 600 Euro aber auch nicht. Also ich zumindest nicht. Ich würde es mir so nicht holen für 600 Euro. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das hier, was ihr jetzt gerade gesehen habt, 600 Euro wert ist. Also trotzdem, dass sie sich trauen, in diese Richtung zu gehen und vielleicht wird da noch mehr gehen, was der Astro vielleicht irgendwann in Zukunft machen könnte. Ich habe zum Beispiel mal gelesen in einem Artikel, dass er in Zukunft auch durch seine Intelligenz mehr Sachen erkennen kann. Einbrüche zum Beispiel oder einen heißen Herd oder laufendes Wasser, dass er sowas erkennen kann und euch Bescheid gibt auf eurem Handy. Das wären dann noch Szenarien, die ganz interessant wären. Aber so in diesem Stand jetzt würde ich das nicht kaufen. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das war's mal mit diesem etwas anderen Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.